Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Anti-Imperialist Union of Peace. Mit diesem Kanal möchte ich eine neue Perspektive auf unsere Welt eröffnen, die zurzeit tief in einer Krise steckt. Doch ich bin kein ewiger Kritiker, sondern Optimist. Und ich habe ein klares Ziel: Hoffnung auf die Zukunft machen. In diesem ersten Video möchte ich zunächst über einen möglichen Ausweg aus der Corona-Pandemie sprechen. Wie zurzeit bekannt ist, haben viele Staaten mit einer Kampagne gegen das Coronavirus begonnen, und das mit verschiedenen Impfstoffen, wie von BioNTech und Pfizer oder von Moderna. Doch diese Impfstoffe haben ein einseitiges Monopol für die westliche Welt, während in anderen Staaten andere Impfstoffe ausprobiert werden. Zum Beispiel der russische Impfstoff Sputnik V oder der chinesische Impfstoff Sinopharm. Diese wiederum besitzen keinen Zugang zur westlichen Welt. Das ist ein Problem, denn eine internationale Zusammenarbeit und somit eine wirksame Impfstoffbekämpfung wird somit verhindert. Als Beispiel nehme ich zunächst die Situation der Impfkampagne in der Europäischen Union. Hier ist die European Medical Agency oder EMA dafür zuständig, Impfstoffe zuzulassen. Für die Wirkstoffe von BioNTech und Pfizer, Moderna und nun auch für AstraZeneca hat die EMA bereits grünes Licht gegeben. Wichtig zu erwähnen ist hierbei, dass die Impfstoffe mit Hilfe von öffentlichen Steuergeldern subventioniert wurden. Doch die Konzerne beharren nun darauf, ihre Patentrechte, die im TRIPS-Abkommen der WTO festgeschrieben sind, wahrnehmen zu können und die damit verbundenen Besitzansprüche auf die Impfstoffe. Das wiederum widerspricht jedoch der Gemeinnützigkeit der Impfstoffe und macht eine internationale Virusbekämpfung noch schwerer, als sie sowieso schon ist. Dabei ist kein einziger Impfstoff zurzeit zu 100% ausgefeilt. Es gibt viele Fälle, die davon berichten, dass nach den Impfungen viele Menschen erkrankt oder sogar gestorben sind. Doch es gibt auch Ansätze für eine internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen das Virus. Einer der wichtigsten ist davon das von der WHO initiierte COVID-19 Technology Access Pool. In diesem werden mehrere Prioritäten formuliert, darunter die Offenlegung aller Ergebnisse der klinischen Studien oder die Förderung einer gerechten Verteilung von Versuchsdaten zwischen den Regierungen, den Forschungsförderern und den Pharmaunternehmen. Im Gegensatz dazu lassen sich die westlichen Staaten ohne Rücksicht auf die Staaten des Trikont, also der Länder in Lateinamerika, Asien und Afrika, ihre Impfdosen absichern, womit sie diese Länder wiederum weitgehend vom Impfgeschehen abschneiden. Länder wie China, Russland oder Kuba dagegen entwickeln nicht nur eigene Impfstoffe, sondern teilen diese auch mit den nicht-westlichen Staaten dieser Welt. Sowohl Sinopharm als auch Sputnik V werden von der gesamten Welt, mit Ausnahme einiger westlicher Staaten, überwiegend positiv betrachtet, wie Dmitrijew von Kommersant erklärte. Und obwohl verschiedene westliche Medien wie BBC immer wieder versuchen, ohne jegliche Beweise diesen Impfstoffen eine angebliche Wirkungslosigkeit zu unterstellen, werden sie in vielen Staaten des Trikont und darüber hinaus bereits erfolgreich angewendet und ermöglichen so Millionen von Menschen eine schnelle und zuverlässige Impfung, welche sie ohne diese Impfstoffe nie wahrgenommen hätten und sich in der hinteren Schlange der Impfstoffwilligen einreihen müssten. Kuba zum Beispiel hat angekündigt, bis zum Ende dieses Jahres 100 Millionen Impfdosen zu entwickeln, die nicht nur für den Gebrauch der eigenen Bevölkerung bestimmt sind, sondern die auch mit den Bevölkerungen der übrigen ALBA-Staaten in Lateinamerika und der Karibik geteilt werden sollen. Ihr seht also, es ist durchaus möglich, ein erfolgreiches und positives Impfergebnis zu erzielen, wenn man nicht von den westlichen Konzernen
abhängt, deren das Interesse der Menschen nicht so wichtig ist wie ihr eigener Profit. So hat ein Gutachten von der Investitionsbank Morgan Stanley ergeben, dass BioNTech und Pfizer für das Jahr 2021 allein mit dem Impfstoff etwa 15 Milliarden US-Dollar Gewinn machen wird. Gleichzeitig ist bekannt, dass die EMA unter Druck gesetzt wurde, trotz der bestehenden Probleme der Impfstoffe BioNTech und Pfizer sowie Moderna frühzeitig die Genehmigung zu erteilen. Doch nun kommen die Impfungen nur schleppend voran und somit ist die EU nun auf den Wirkstoff von AstraZeneca angewiesen. Der britische Impfstoff soll nun nur noch in die EU geliefert werden. Die EU fordert also einen Exportstopp in die Länder des Trikont und stattdessen ein Monopol nur für sich. Doch es ist der westlichen Welt offenbar kein Anliegen, die Impfstoffe von Sputnik V und Sinopharm auch genehmigen zu lassen. Nicht umsonst hat die WHO den westlichen Staaten in Bezug auf den Impfnationalismus ein katastrophales Zeugnis abgelegt. Dennoch hat Russland für den EU-Markt eine Genehmigung für seinen Impfstoff Sputnik V beantragt, während Sinopharm auf eine Zulassung in den USA hofft. Das ist ein wichtiges Zeichen für Dialogbereitschaft und internationale Zusammenarbeit dieser beiden Länder, welche wir ernst nehmen sollten. Es geht also gar nicht darum, welches Vakzin das bessere der beiden ist, sondern darum, dass es nur eine wirksame Virusbekämpfung gibt, wenn die Staaten dieser Welt wirksam zusammenarbeiten. Ihr merkt sicher, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Aktionen des Westens und denen der antiimperialistischen Staaten China und Russland. Doch was hat es damit auf sich? Sind das tiefergehende Differenzen oder doch nur Konkurrenzkämpfe? Und was bedeutet eigentlich antiimperialistisch? Darüber werde ich im nächsten Video im Februar sprechen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr über das Thema Antiimperialismus oder internationale Kooperation erfahren wollt, dann abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.